Hey Leute, frisch zurück aus dem Urlaub, 2 Wochen Dänemark. Hab ein paar schöne Filmchen aufgenommen mit der Mini 2. Und was erwartet mich hier zu Hause wieder? Vor einer Woche ist sie angekommen, die DJI Mini 3 Pro. Ich musste so lange warten, bis ich wieder zu Hause war. Ich mache ein kleines Unboxing, ohne groß Schnickschnack. Ich habe sicherlich schon alle möglichen Mini 3 Filmchen gesehen. Ich habe mir noch nicht so viel angeschaut. Ich wollte mich selber überraschen. Was ich davon gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Ja, mal schauen, was mein erster Eindruck ist über die Kleine. Ich habe die Mini 3 mit dem RC-Controller. Bin auch mal gespannt auf das Ding. Oh, geht's denn auf? Hier. Nee. Voller Vorfreude hier. Sehr schön verpackt, wie man es gewohnt ist von DJI. Da ist das Ding eingetütet. Und der Controller. Ui. Sehr edel. Mal auspacken. Aha. Fühlt sich echt sehr edel an. Sehr schön. Die Sticks. Anders als bei der Mini 2. Oh, kleines Gewinde. Fühlt sich gut an. Liegt gut in der Hand. Sehr schön. Weg mit dem Schnickschnack. Und jetzt kommen wir mal zu dem Trönchen. Der kleine Frosch. Ja, Propeller sind ein bisschen größer. Sieht gar nicht so schlecht aus. Kein Propellerschutz dabei, so wie es ausschaut. Das ist ein bisschen schade. Hier die Verpackung noch. Propeller, Ersatzpropeller. Schraubendreher, Kabel zum Laden und den ganzen Schnickschnack zum Lesen. Ladegerät ist auch ganz dabei, so wie es ausschaut. Also ich muss sagen, was man von den Leaks so gesehen hat, hat ein bisschen enttäuscht. Das war ein bisschen nicht so schön. Aber an sich ist echt eine schöne Drohne.
Ich sag ja, irgendwann sehen alle so aus. Oberfläche sehr stabil. Wie gewohnt, auch von der Mini 2 schon. Der Ausklappmechanismus auch. Eine tolle Drohne, sage ich da mal. Da hat DJI mal wieder was Gutes gemacht. Ah, hinten. Machen wir den Aufkleber weg. Hinten der Akku. Finde ich schade, dass es nicht kompatibel mit der Mini 2 ist. Also die Akkus, dass sie nicht kompatibel sind mit der Mini 2. Stabiles kleines Teil. Die Sensoren nach vorne, nach hinten. Was ich mich immer gefragt habe, die Sensoren nach hinten, die sind ja hier versteckt. Ob da nicht die Propeller hier irgendwie im Weg sind. Aber ich glaube, die sind so leicht nach oben gerichtet, dass die Propeller gar nicht ins Blickfeld des Sensors kommen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Sensor nach unten. Mal den Gimbelschutz weg. Schöne kleine Kamera. Jetzt so ein Schaumstoff. Muss ich mir aufbewahren. Habe ich schon gehört. Weil sonst der Gimbal auch im Gimbelschutz ein bisschen hin und her wackelt. Deswegen immer den Schaumstoff wieder einstecken beim Aufsetzen vom Gimbelschutz. Den ganzen Aufkleber weg. Akku ist leer, muss man erstmal laden. Ich bin schon mal gespannt auf das Flugverhalten. Unsere Oberfläche wie bei der Mini 2. Sie steht jetzt nicht mehr auf den Armen. Sie steht jetzt hier unten, hat so zwei Bömsel dran. Ist vielleicht besser aus der Hand starten und landen. Mal schauen. Also mein erstes Fazit. Ich habe das eigentlich schon erwartet von DJI, eine gute Qualität abzuliefern. Sieht alles sehr wertig aus. Die ganze Verarbeitung. Da kann man noch unten, seht ihr, ist dann noch eine Klappe extra mit nochmal einem USB-C-Anschluss. Da hat schon einen USB-C-Anschluss hier. Und die Micro-SD-Karte kann man einstecken. Habe ich mir auch schon welche besorgt natürlich. Micro-SD von SanDisk, die SanDisk Extreme. Kann ich nur empfehlen, habe ich bei der Mini 2 schon benutzt. Bin sehr zufrieden damit. Na, werde ich das ganze Ding mal laden. Vielleicht kann ich heute schon fliegen. Mal schauen. Und ich hoffe, ihr habt das mit mir genossen, die Kleine hier auszupacken. Im Vergleich zu der Mini 2
Ja, ein bisschen größer sieht sie aus. Aber es kann auch täuschen. Aber solange das Gewicht stimmt, kann uns das ja egal sein. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, Daumen hoch und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Demnächst gibt es mehr von der Mini 3 Pro. Hallo Pro. Vergleich zu der Mini 2 natürlich. Meine ersten Erfahrungen mit der Mini 3. Mal schauen, was alles so kommt. Ich freue mich schon. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen hier auf meinem Kanal. Bye bye.